Mein Name ist Madison Reynolds, und mit 33 Jahren habe ich mir eine erfolgreiche Karriere im Bereich der Immobilieninvestitionen aufgebaut. Vor 3 Jahren jedoch veränderte ein tragischer Unfall mein Leben von Grund auf. Meine Eltern kamen bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Sie hinterließen mir ihr Haus. Als mein Bruder Ryan nach dem Tod unserer Eltern völlig am Boden zerstört war, erlaubte ich ihm, in unserem Elternhaus zu wohnen, mietfrei. Anfangs lief alles gut. Doch dann heiratete er Allison nach einer stürmischen Romanze. Sie wusste nicht, dass ich die Eigentümerin des Hauses war, in dem sie nun lebten. Du bist ein erbärmlicher, 40-jähriger Schmarotzer. Raus mit dir, schrie sie eines Tages. Ich konnte nicht anders, ich brach in schallendes Gelächter aus. Versuch doch mal, mich rauszuwerfen, sagte ich ruhig. Wenn du das hier siehst und es dich wahnsinnig macht, wie manche Menschen sich einfach alles herausnehmen, dann gib diesem Video ein Like und abonniere, um zu erfahren, wie die Geschichte endet. Ryan und ich waren unzertrennlich, als wir aufwuchsen, obwohl wir 4 Jahre auseinander sind. Als ältere Schwester fühlte ich mich immer verantwortlich für ihn. Besonders, weil unser Vater oft versetzt wurde und wir deshalb 5-mal umziehen mussten, bevor wir überhaupt volljährig waren. In all diesen Jahren waren wir füreinander die einzige Konstante. Diese frühen Erfahrungen lehrten mich Anpassungsfähigkeit und Selbstständigkeit, Eigenschaften, die sich später in meinem Berufsleben als äußerst wertvoll erwiesen. Während Ryan seiner Leidenschaft für Grafikdesign nachging, entdeckte ich während meines Studiums mein Talent für Immobilieninvestitionen. Ich fing klein an. Mit dem Geld aus meinem Stipendium kaufte ich eine heruntergekommene Wohnung, renovierte sie an den Wochenenden und verkaufte sie mit einem bescheidenen Gewinn. Doch dieser erste Erfolg entfachte in mir ein Feuer. Mit 25 Jahren verfügte ich bereits über ein beachtliches Portfolio an Mietobjekten in der ganzen Stadt. Unsere Eltern, sie war Literaturlehrerin an einer Higgs-Schule, er war Ingenieur, hatten uns immer zur finanziellen Unabhängigkeit ermutigt. Sie waren überrascht, aber unterstützten mich, als ich nach dem Studium nicht den klassischen Karriereweg einschlug, sondern direkt in die Immobilienbranche einstieg. Ryan hingegen hatte sich einen Namen in einer Marketingagentur gemacht, wo seine kreativen Fähigkeiten im Design geschätzt und gefördert wurden. Doch dann vor 3 Jahren änderte sich alles. Unsere Eltern kamen auf dem Heimweg von ihrem Hochzeitstag ums Leben, frontal gerammt von einem betrunkenen Fahrer. Beide überlebten den Aufprall nicht. Die Nachricht erschütterte unsere Welt. Als Testamentsvollstreckerin erbte ich das Familienhaus und 2 Mietobjekte, die unsere Eltern für ihre Altersvorsorge gekauft hatten. Ryan erhielt ihre finanziellen Anlagen und Investmentkonten. Es war eine faire Regelung, ich hatte Erfahrung mit Immobilien, Ryan hingegen hatte nie Interesse an der Vermietung. Was jedoch niemand von uns ahnte, war, wie tief Ryans Trauer ihn erfassen würde. Innerhalb von 6 Monaten verschlechterte sich seine Arbeitsleistung drastisch. Er verpasste Fristen, schwänzte Meetings und verlor schließlich seinen Job. Seine Freundin, mit der er 3 Jahre zusammen war, verließ ihn kurz darauf, unfähig, mit seiner Trauer und seinem immer unberechenbareren Verhalten umzugehen. Es war kaum zu ertragen, mit anzusehen, wie mein Bruder in ein dunkles Loch fiel. Als er eines Tages erwähnte, dass er sich seine Wohnung nicht mehr leisten könne, erschien mir die Lösung offensichtlich. Das Elternhaus stand leer, da ich selbst näher an der Innenstadt wohnte, wo auch der Großteil meiner Geschäfte stattfand. Zieh ins Haus, sagte ich ihm eines regnerischen Nachmittags bei einer Tasse Kaffee. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um wieder auf die Beine zu kommen. Keine Miete. Kein Zeitdruck. Seine Augen, die seit Monaten nur noch auf den Boden gerichtet waren, sahen mich plötzlich an mit einem Hauch von Erleichterung. »Bist du dir sicher?« fragte er leise. »Ganz sicher«, antwortete ich. Genau so hätten es Mom und Dad gewollt. Meine eigene Wohnung war ein modernes Loft in einer umgebauten Fabrik mit freiliegenden Backsteinwänden und riesigen Industriefenstern.
Perfekt für meinen Lebensstil nah am Büro, pflegeleicht und ideal für gelegentliche Geschäftstreffen. Das Familienhaus hingegen lag in einem ruhigen Vorort, etwa 30 Minuten entfernt, ein charmantes Kolonialhaus mit 4 Schlafzimmern und einem weitläufigen Garten, in dem wir unzählige Sommer verbracht hatten. Etwa 1,5 Jahre lang funktionierte alles bestens. Ryan begann sich zu erholen, arbeitete wieder freiberuflich, ging regelmäßig joggen und nahm ab und zu an unseren traditionellen Sonntagsessen teil, ein Ritual zu Ehren unserer Eltern. Dann trat Allison in sein Leben. Sie lernten sich in einer Trauergruppe kennen, die Ryans Therapeut ihm empfohlen hatte. Allison hatte angeblich ihren Ehemann 2 Jahre zuvor bei einem Arbeitsunfall verloren. Ryan war sofort fasziniert von ihr. Rückblickend hätte ich die Warnsignale sehen müssen, wie schnell sie all seine Zeit in Anspruch nahm. Aber ich war einfach nur froh, meinen Bruder endlich wieder lächeln zu sehen. Ihre Beziehung entwickelte sich mit atemberaubender Geschwindigkeit. Nach nur 3 Monaten rief mich Ryan eines Tages an, seine Stimme klang so lebendig wie seit Jahren nicht mehr. Wir heiraten, verkündete er. Ich war einen Moment lang sprachlos. Wow. Ryan, das ist ziemlich schnell, brachte ich schließlich hervor. Wenn man es weiß, dann weiß man es, erwiderte er mit der Sicherheit eines frisch Verliebten. Die Hochzeit war eine kleine Zeremonie im örtlichen Standesamt, nur wenige Gäste waren anwesend. Ich versuchte, meine Bedenken beiseite zu schieben und mich für ihn zu freuen. Allison war blond, zierlich und sie war stets tadellos gekleidet auf eine Weise, die durchdacht wirkte, nicht mühelos. Während des bescheidenen Empfangs in einem nahegelegenen Restaurant fiel mir auf, wie sie Ryan jedes Mal gezielt wegzog, wenn ich versuchte, mit ihm zu sprechen. Sie ist nur nervös, weil sie einen guten Eindruck machen will, erklärte Ryan später, als ich es ansprach. Doch es gab noch andere Dinge an diesem Abend, die mich stutzen ließen, wie sie Ryan vor allem wegen seiner Tischmanieren zurechtwies. Wie sie seinen Vorschlag für das Flitterwochenziel mit einer scharfen Bemerkung abtat, die ihn sichtlich erröten ließ. Der kühle, bewertende Blick in ihren Augen, als sie mein schlichtes, aber elegantes Hosenkostüm musterte und fragte, ob ich mich jemals wie eine richtige Frau kleidete. Trotzdem biss ich mir auf die Zunge. Ryan hatte eine schwere Zeit hinter sich, und wenn Allison ihn glücklich machte, wollte ich meinetwegen nicht im Weg stehen. Ich bemühte mich, es ihm zuliebe, schenkte den beiden sogar einen großzügigen Scheck zur Hochzeit, den Allison sofort an sich nahm und in ihre Handtasche steckte, bevor Ryan überhaupt Danke sagen konnte. Wir sollten sie bald mal zum Abendessen einladen, sagte Ryan zum Abschied, als wir uns in dem Haus umarmten. Erst später fiel mir auf, dass er nicht dein Haus gesagt hatte, sondern einfach das Haus. Eine subtile Verschiebung, die in den kommenden Monaten noch von Bedeutung sein sollte. 2 Wochen nach der Hochzeit fuhr ich zum Familienhaus, wie es bei uns Tradition war, zum sonntäglichen Abendessen. Ryan hatte mir am Morgen geschrieben, dass Allison sich freue, mich zu bewirten. Ich brachte eine Flasche Wein und eine Orchidee im Topf als Einzugsgeschenk mit. Doch sobald ich über die Schwelle trat, fühlte ich mich desorientiert. Im Eingangsbereich, wo früher der antike Konsolentisch unserer Mutter und der Spiegel gestanden hatten, stand nun ein glänzend weißer Tisch, den ich nicht kannte. Die warmen, beigefarbenen Wände waren strahlend weiß gestrichen worden und alle Familienfotos waren verschwunden. Wir renovieren ein wenig, erklärte Ryan, als er meinen Gesichtsausdruck bemerkte. Allison hat ein unglaubliches Gespür für Einrichtung. Allison trat aus der Küche, eine Schürze umgebunden, die eher dekorativ als praktisch wirkte. Madison, ganz pünktlich, sagte sie mit einem Lächeln, das ihre Augen nicht erreichte. Ryan, Liebling, nimm ihr bitte den Mantel ab. Während Ryan meine Jacke aufhängte, bemerkte ich weitere Veränderungen im Wohnzimmer. Das gemütliche Ecksofa, auf dem wir früher Filme geschaut hatten, war durch eine moderne Ledercouch ersetzt worden, teuer aussehend, aber ungemütlich.
Die geliebte Sammlung von Kunstbüchern meiner Mutter war nirgends zu finden. Es sieht anders aus, sagte ich vorsichtig. Es war so veraltet, erwiderte Allison. Diese schweren Antiquitäten und dunklen Farben, wir bringen das Ganze endlich ins 21. Jahrhundert. Ich unterdrückte eine Bemerkung darüber, dass viele dieser veralteten Stücke Familienerbstücke waren, und fragte stattdessen: Habt ihr den Konsolentisch von Mama eingelagert? Der war in der Familie. Ryan und Allison warfen sich einen schnellen Blick zu. Wir haben einiges gespendet, um Platz für unser neues gemeinsames Leben zu schaffen, sagte Allison leichthin. Man kann doch keine Zukunft aufbauen, wenn man sich ständig von der Vergangenheit umgeben lässt, oder? Während des Essens bemerkte ich subtile Veränderungen an Ryan. Er wirkte angespannt, warf Allison Blicke zu, bevor er etwas sagte. Als ich eine Kindheitsanekdote erzählte, wechselte er abrupt das Thema, nachdem sich Allisons Lächeln verkrampfte. Sag mal, Madison, begann Allison, als sie ein Dessert servierte, das ich nicht kannte, findest du es nicht einsam, so ganz allein in deiner Wohnung? Kein Mann, keine Kinder? Ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Leben, antwortete ich ruhig. Meine Arbeit hält mich auf Trab und ich habe wunderbare Freunde. Aber du bist doch jetzt, was, 33? Da muss die biologische Uhr doch ziemlich laut ticken, lachte sie, als hätte sie einen harmlosen Scherz gemacht. Ryan sah unwohl aus, sagte aber nichts. Ich habe Erfolg nie über Ehe oder Kinder definiert, entgegnete ich. Aber ich danke dir für deine Besorgnis. Später, als wir den Tisch abräumten, erwähnte Allison ihre Pläne, die Küche zu renovieren. Wir denken an Granitarbeitsplatten und neue Geräte. Die Hypothek ist abbezahlt, also können wir uns die Investition leisten. Ich ließ fast den Teller fallen, den ich in der Hand hielt. Hypothek? Ryan hatte mir erzählt, seine Eltern hätten ihm das Haus schuldenfrei hinterlassen. So ein Segen, ohne Wohnkosten in eine Ehe zu starten, fuhr Allison fort, ohne meine Verwirrung zu bemerken. Ich warf Ryan einen Blick zu, der plötzlich sehr damit beschäftigt war, den Geschirrspüler zu beladen. Er hatte ihren Irrtum über das Eigentum am Haus nicht korrigiert. Nachdem Allison sich entschuldigt hatte, um Kaffee zu machen, zog ich Ryan zur Seite. Sie denkt, du besitzt das Haus, flüsterte ich. Ryan sah elend aus. Bitte sag nichts, Maddie. Als wir uns kennenlernten, nahm sie einfach an, dass es mein Haus sei und ich habe sie nicht korrigiert. Warum solltest du darüber lügen? Er fuhr sich nervös durch die Haare, ein Tick aus Kindertagen. Du verstehst das nicht. Allison legt großen Wert auf Sicherheit und Erfolg. Als wir uns trafen, war ich gerade erst wieder auf die Beine gekommen. Wenn sie gewusst hätte, dass ich mietfrei im Haus meiner Schwester lebte. Ryan, eine Beziehung sollte auf Ehrlichkeit basieren. Ich sag's ihr ja irgendwann. Nur noch nicht jetzt. Wir sind noch dabei, uns einzuleben. Bitte, Maddie. Tu mir den Gefallen. Wieder besseren Wissens stimmte ich zu, das Spiel vorerst mitzuspielen. Schließlich, so sagte ich mir, war es immer noch ein Familienhaus. Wer auf dem Papier als Eigentümer galt, war zweitrangig, solange Ryan wieder Fuß fasste. In den folgenden Wochen wurden meine Besuche immer unangenehmer. Allison machte Bemerkungen darüber, dass ich unangemeldet vorbeischaute, selbst wenn ich vorher geschrieben hatte. Sie stellte in Frage, warum ich noch einen Schlüssel zum ihren Haus hatte, und deutete an, das sei aufdringlich. Jedes Mal warf Ryan mir entschuldigende Blicke zu, sagte aber nichts. Ich begann zu bemerken, dass mit jedem Besuch weitere Familiengegenstände verschwanden, die Standuhr aus dem Flur, Papas Sammlung von Kriminalromanen in Erstausgaben, Mamas handbemaltes Serviergeschirr. Wenn ich danach fragte, gab Allison vage Antworten über Entrumpelung oder mehr Raum schaffen. Die Spannung zwischen uns war mit bloßen Händen greifbar.
Ryan begann Ausreden zu finden, warum das sonntägliche Abendessen verschoben oder abgesagt werden musste. Zweimal kam ich zur vereinbarten Zeit nur um festzustellen, dass sie es schlichtweg vergessen hatten. Und sie schmiedeten andere Pläne, es tat mehr weh, als ich mir eingestehen wollte. Es war nicht nur die Ablehnung unserer Familientraditionen, sondern auch, meinem Bruder dabei zuzusehen, wie er sich in jemanden verwandelte, den ich kaum noch erkannte. Jemanden, der offenbar Angst hatte, seiner neuen Frau zu widersprechen. Jemanden, der den Blick abwandte, sobald unsere Familiengeschichte zur Sprache kam. Ich verlor ihn und wusste nicht, wie ich es aufhalten konnte. 3 Monate nach der Hochzeit von Ryan und Allison verschlechterte sich die Situation dramatisch. Aus den wöchentlichen Besuchen waren gelegentliche, angespannte Begegnungen geworden, bei denen ich mich mehr wie eine ungebetene Eindringling fühlte als wie ein Familienmitglied. An einem Dienstagnachmittag kam ich unangekündigt vorbei, etwas, das ich noch nie zuvor getan hatte. Ich musste ein paar Steuerunterlagen abholen, die ich im Arbeitszimmer gelagert hatte. Ich hatte Ryan vorher eine Nachricht geschrieben, aber keine Antwort erhalten. Also schloss ich mit meinem Schlüssel die Tür auf und rief beim Eintreten: »Hallo? Ryan? Allison? Hier ist Madison.« Das Haus war still. Auf dem Weg zum Büro fiel mir auf, wie sehr sich alles verändert hatte. Der Flur, in dem einst Familienfotos wie ein Zeitstrahl unser Leben dokumentierten, war jetzt mit beliebiger Hotelkunst dekoriert. Die Tür zum Schlafzimmer meiner Eltern, von dem ich immer angenommen hatte, dass Ryan es jetzt nutzte, war geschlossen. Ein kleines, dekoratives Schild hing daran. Master Suite privat. Im Arbeitszimmer ging ich direkt zum Aktenschrank, wo ich die wichtigen Dokumente aufbewahrt hatte. Als ich nach meinen Steuerunterlagen suchte, stellte ich fest, dass mehrere Ordner fehlten, darunter auch die Mappe mit der Hausurkunde und den Grundbuchauszügen. Stirnrunzelnd weitete ich meine Suche aus. Der Schrank war komplett neu organisiert worden, viele Familienakten waren schlichtweg verschwunden. Gerade als ich aufgeben wollte, fiel mein Blick auf Papas alten Rolltop-Schreibtisch in der Ecke, ein geliebtes Erbstück, das er einst von seinem Vater geerbt hatte. Das wunderschöne Kirschholz war nun mit einem Tuch bedeckt und diente als Fernsehtisch für einen riesigen Bildschirm. Mir zog sich das Herz zusammen, dieser Mangel an Respekt gegenüber einem Familienerbstück schmerzte. Impulsiv schob ich den Rolltop auf, um das kleine, versteckte Fach zu prüfen, in dem mein Vater stets wichtige Dinge aufbewahrt hatte, leer. Als ich mich zum Gehen wandte, fiel mir etwas auf dem geöffneten Laptop auf, den Allison auf dem Schreibtisch zurückgelassen hatte. Auf dem Bildschirm war eine Anzeige in einem Online-Marktplatz zu sehen. Authentische Tiffany-Stil-Lampe, perfekter Zustand, $800. Es war Mamas Vintage-Tiffany-Lampe, ein Hochzeitsgeschenk von meiner Großmutter. Mir wurde regelrecht übel. Sie verkauften Familienerbstücke. Ich zückte mein Handy, machte ein Foto vom Bildschirm und scrollte dann durch weitere Anzeigen unter demselben Accountnamen. Dutzende Dinge erkannte ich wieder: die verschwundenen Erstausgaben, Mamas Sammlung silberner Servierstücke, selbst die kleinen Ölgemälde, die jahrzehntelang im Esszimmer gehangen hatten. In diesem Moment hörte ich die Haustür und Allisons Stimme, die nach Ryan rief. Ich klappte schnell den Laptop zu und eilte die Treppe hinunter, mein Kopf raste, voller Gedanken, was ich sagen sollte. Allisons Lächeln gefror, als sie mich sah. Madison? Was für eine Überraschung. Ich hatte Ryan wegen einiger Steuerunterlagen geschrieben, erklärte ich und hielt die Mappe hoch, die ich noch gefunden hatte. Ach ja? Davon hat er nichts gesagt, erwiderte sie misstrauisch. Wie bist du reingekommen? Mit meinem Schlüssel, sagte ich und bemerkte Ryans Unbehagen, der hinter ihr stand. Deinem Schlüssel, wiederholte sie tonlos. Ryan, ich dachte, wir hätten darüber gesprochen. Ryan trat verlegen von einem Fuß auf den anderen. Ich wollte es dir noch sagen, Maddie.
Wir schätzen unsere Privatsphäre als Ehepaar. Allison schaltete sich ein. Es ist unangemessen, dass du uneingeschränkten Zugang zu unserem Zuhause hast. Ich verstehe Privatsphäre, sagte ich vorsichtig. Aber das ist seit 15 Jahren unser Familienhaus. Ich hatte schon immer einen Schlüssel. Dinge ändern sich, wenn Menschen heiraten, sagte Allison mit einem steifen Lächeln. Das verstehst du sicher oder würdest es, wenn du selbst mal sesshaft würdest. Ich ignorierte den Seitenhieb und wandte mich an Ryan. Können wir kurz unter 4 Augen sprechen? Es geht um die Familiengegenstände, die irgendwie verschwunden sind. Ryan wirkte panisch. Welche Gegenstände? Die Tiffany-Lampe. Papas Bücher. Mamas Silber, zählte ich auf und beobachtete, wie seine Miene sich veränderte. Ich habe die Online-Angebote gesehen. Allison stellte sich zwischen uns. Diese Sachen standen doch nur herum und haben Staub angesetzt. Wir gestalten jetzt unser eigenes Zuhause. Diese Dinge, sagte ich, bemüht ruhig zu bleiben, sind Erbstücke mit sowohl materiellem als auch emotionalem Wert. Ryan hat den Hausrat geerbt, erklärte Allison entschieden. Er kann damit machen, was er will. Ich starrte meinen Bruder an. Ist das, was du ihr erzählt hast? Dass du alles geerbt hast? Ryan konnte mir nicht in die Augen sehen. Allison, vielleicht sollten wir das später besprechen. Da gibt es nichts zu besprechen, schnappte sie. Deine Schwester muss unsere Grenzen respektieren und unser Eigentum. Die Ironie, dass sie Besitzrechte über ein Haus beanspruchte, das mir rechtlich gehörte, war kaum zu ertragen. Aber der verletzte Blick in Ryans Augen hielt mich davon ab, die Wahrheit auszusprechen. Ryan, sagte ich leise. Einige dieser Dinge bedeuten mir viel. Sie sind Teil unserer Eltern. Unserer Geschichte. Für einen Moment glaubte ich, einen Funken meines Bruders von früher zu sehen. Dann legte Allison die Hand auf seinen Arm und sein Gesicht verschloss sich. Wir müssen jetzt unsere eigene Geschichte schreiben, Maddie, sagte er schwach. Vielleicht kannst du einfach das mitnehmen, was dir wichtig ist. Das wäre hilfreich, stimmte ich erleichtert zu, dankbar für dieses kleine Zugeständnis. Es ist nicht viel, nur Mamas Schmuckkästchen, die alten Familienfotoalben und vielleicht ein paar der Bücher. Absolut nicht, unterbrach Allison. Die Bücher haben wir bereits einem Sammler versprochen, und der Schmuck war Teil von Ryans Erbe. Ich spürte, wie etwas in mir zerbrach. Ryan, ist das wirklich das, was du willst? Willst du jede Spur unserer Familie auslöschen? Manipuliere ihn nicht, zischte Allison. Nur weil dein Leben leer ist, heißt das nicht, dass du dich ewig an deinen Bruder klammern darfst. Ryan sprach schließlich aber nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht ist es besser, wenn du jetzt gehst, Maddie. Wir können ein andermal darüber reden. Ich verließ das Haus nur mit meinen Steuerunterlagen in der Hand und fühlte mich leer. 2 Tage später, als ich versuchte, noch einmal vorbeizukommen, funktionierte mein Schlüssel plötzlich nicht mehr im Schloss. Ryan schickte mir eine Entschuldigungsnachricht, Allison habe es für sicherer gehalten, die Schlösser auszutauschen. Er versprach, die von mir angeforderten Gegenstände beiseite zu legen, aber als ich am vereinbarten Wochenende erschien, öffnete niemand die Tür, und auch meine Anrufe blieben unbeantwortet. Dieses Muster wiederholte sich mehrmals in den darauffolgenden Wochen. Ryan verabredete sich mit mir und sagte dann im letzten Moment mit vagen Ausreden ab. Schließlich, einen Monat später, erhielt ich eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Darin waren Fotos von einer Lagerbox zu sehen, in der sich ein paar Familiengegenstände befanden, jedoch nicht die, die ich ausdrücklich gewünscht hatte. Nur zufällig zusammengewürfelte Kartons mit wenig wertvollen Dingen. Die Nachricht lautete: Ryan hat mich gebeten, dir mitzuteilen, dass du die Sachen abholen kannst.
Einheit 35, bei Secure Store in der Maple Street. Code ist 5528. Kein Schmuckkästchen. Keine Fotoalben. Keine Bücher. Nur Kartons mit alten Kleidern und Küchensachen, die unsere Mutter einst auf dem Dachboden verstaut hatte. Als ich Ryan anrief, um zu fragen, was los war, ging Allison an sein Telefon. Ryan ist beschäftigt, sagte sie schroff. Wir waren mehr als großzügig mit dem, was wir dir gegeben haben. Es ist Zeit, dass du aufhörst, uns zu belästigen. Belästigen, wiederholte ich ungläubig. Ich versuche nur, die Erinnerungen an unsere Familie zu bewahren. Familienerinnerungen, spottete sie. Du meinst den alten Krempel deiner Eltern. Ryan geht weiter im Leben. Das solltest du auch mal versuchen. Bevor ich etwas erwidern konnte, legte sie einfach auf. Alle weiteren Anrufe gingen direkt an die Mailbox. Schließlich schrieb Ryan mir, dass er eine Pause vom ganzen Drama brauche und sich melden würde, wenn sich die Lage beruhigt habe. Ich hatte das Gefühl, nicht nur die physischen Erinnerungen an meine Eltern zu verlieren, sondern auch meinen Bruder. Wochenlang rang ich mit mir. Sollte ich mein gesetzliches Eigentum am Haus geltend machen und riskieren, die Beziehung zu Ryan endgültig zu zerstören? Oder weiter zusehen, wie Allison systematisch unsere Familiengeschichte auslöschte und meinen Bruder von mir isolierte? Die Entscheidung wurde mir abgenommen, als ich über soziale Medien erfuhr, dass sie eine Einweihungsparty in meinem Haus veranstalteten, ohne mich einzuladen. Ich überlegte, unangekündigt auf der Party aufzutauchen, entschied mich aber dagegen. Eine Szene vor ihren Freunden hätte nichts verbessert. Stattdessen wartete ich bis zum darauffolgenden Sonntag, unserem traditionellen Familientag, und fuhr mit einem kleinen Friedensangebot zu dem Haus, einem selbstgebackenen Apfelkuchen, nach dem Rezept unserer Mutter. Als ich klingelte, hörte ich Musik von drinnen. Nach einer langen Pause öffnete sich die Tür einen Spalt weit, gerade so, dass Allison hindurch sehen konnte. Ihr Gesicht verhärtete sich, als sie mich erkannte. Madison, das ist gerade kein guter Zeitpunkt. Ich zwang mich zu einem Lächeln. Ich bleib nicht lang. Ich habe nur einen Kuchen für das Sonntagsessen mitgebracht. Ist Ryan da? Sie öffnete die Tür nicht weiter. Wir haben Pläne. Bitte, Allison. Nur 5 Minuten mit meinem Bruder. Sie seufzte dramatisch. Warte hier. Die Tür wurde mir vor der Nase zugeschlagen. Mehrere Minuten vergingen, dann öffnete sie sich erneut, diesmal stand Ryan da, sichtbar unwohl. Hi, Maddie, sagte er, vermied meinen Blick. Heute ist wirklich nicht so gut. Es ist Sonntag, sagte ich schlicht. Familienessen. Mamas Apfelkuchen. Ich hob das Dessert. Ryan warf einen Blick über seine Schulter, trat auf die Veranda und zog die Tür halb hinter sich zu. Schau. Allison und ich erwarten gleich Freunde. Können wir das ein andermal machen? Wann, Ryan? Du hast die letzten 6 Male abgesagt oder mich ignoriert. Er fuhr sich nervös durchs Haar. Mit den Renovierungsarbeiten am Haus war so viel los. Ja, das sah man. Die Einweihungsparty sah auf den Fotos schön aus. Er errötete. Maddie, ich. Die Tür wurde hinter ihm aufgerissen. Allison stand da, die Arme verschränkt. Genau von solchen Übergriffen rede ich, Ryan, sagte sie scharf. Unangekündigte Besuche, Schuldgefühle wegen alter Familientraditionen. Ich habe gestern geschrieben, warf ich ruhig ein. Und Ryan hat dir gesagt, dass wir beschäftigt sind, fauchte sie. Und trotzdem stehst du hier und drängst dich in unser Leben. Ich dränge mich nicht auf. Ich versuche, eine Beziehung zu meinem einzigen Bruder zu erhalten. Allison verdrehte die Augen. Immer das Opfer, hm? Ryan hat jetzt eine neue Familie. Mich.
Er braucht dich nicht mehr, du klammerst dich wie eine traurige, einsame alte Jungfer. Ryan verzog das Gesicht. Allison, bitte. Nein, Ryan, das musste mal gesagt werden. Sie wandte sich wieder mir zu, ihre Stimme wurde laut. Du bist ein armseliger, 40-jähriger Parasit. Verschwinde und komm nie wieder in unser Haus. Etwas in mir brach. Nach Monaten, in denen ich zusehen musste, wie sie meine Familienerinnerungen zerstörte, meinen Bruder isolierte. Und nun in der Tür meines Hauses stand und mir sagte, ich solle gehen. Musste ich lachen. Ein echtes, lautes Lachen, das sie beide sichtbar erschreckte. Alisons Gesicht wurde hochrot vor Wut. Du findest das witzig? Ich rufe die Polizei und lasse dich wegen Hausfriedensbruch entfernen. Ich wischte mir Lachtränen aus den Augen. Oh, bitte. Versuch es ruhig. Ruf die Polizei. Ich würde zu gern deren Gesichter sehen. Ryan sah panisch aus. Madison, bitte, lass uns das nicht eskalieren. Nein, Ryan, sagte ich, nun wieder vollkommen ruhig. Ich habe deine Wünsche monatelang respektiert. Ich habe mit angesehen, wie Familienerbstücke verschwanden. Ich habe hingenommen, dass ich aus meinem eigenen Haus ausgesperrt wurde. Aber jetzt ist Schluss. Allison verengte die Augen. Dein Haus? Dies ist unser Haus. Ryan hat es von euren Eltern geerbt. Ich griff in meine Handtasche und zog einen Ordner heraus. Eigentlich nein. Ryan hat ihr Vermögen geerbt. Ich habe das Haus geerbt. Und ich habe die Besitzurkunde, um es zu beweisen. Die Farbe wich aus Alisons Gesicht. Du lügst, sagte sie tonlos. Die Urkunde ist auf meinen Namen eingetragen. Ich öffnete die Mappe und hielt sie ihnen hin. Ich habe Ryan mietfrei hier wohnen lassen, um ihm zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen nach dem Tod unserer Eltern. Ryan sah aus, als müsste er sich übergeben. Maddie. Ich kann das erklären. Allison riss mir die Papiere aus der Hand, überflog sie mit flackerndem Blick, ihre Miene verwandelte sich von Unglauben in brennende Wut. Sie fuhr zu Ryan herum. Du hast mich belogen. Du hast gesagt, das Haus gehört dir. Ryan stammelte, ich wollte es dir sagen. Die ganze Zeit haben wir in ihrem Haus gewohnt, Alisons Stimme kippte in einen schrillen Ton. Wir haben Verbesserungen gemacht an ihrem Eigentum. Und sie hatte einen Schlüssel, konnte jederzeit hereinkommen. Sie stapfte zurück ins Haus, griff nach ihrem Handy. Ich rufe die Polizei. Das ist Betrug oder irgendetwas in der Artikel. Nur zu, sagte ich ruhig und folgte ihr. Ruf sie ruhig an. Ich habe alle Unterlagen hier. Ryan stand wie versteinert zwischen uns, während Allison zitternd vor Wut die 911 wählte. Ich möchte einen Betrug melden, fauchte sie in den Hörer. Die Schwester meines Mannes behauptet, unser Haus gehöre ihr. Sie bedroht uns und weigert sich, unser Eigentum zu verlassen. Ich setzte mich gelassen auf das Sofa, legte die Mappe mit den Dokumenten auf den Couchtisch, ein modernes Glasstück, das so gar nicht zum Stil unserer Eltern passte. 20 Minuten später trafen zwei Polizisten ein. Officer Jenkins, ein ruhiger Mann mittleren Alters, und Officer Ramirez, der jünger war und die angespannte Stimmung im Raum deutlich spürte. Was ist hier das Problem? Fragte Officer Jenkins nach der Vorstellung. Allison legte sofort los. Diese Frau belästigt uns und macht falsche Behauptungen über unser Haus. Sie muss entfernt werden und darf nie wiederkommen. Das Haus gehört mir. Ich erklärte ruhig. Ich habe es vor 3 Jahren von unseren Eltern geerbt. Mein Bruder lebt mit meiner Erlaubnis mietfrei hier. Ich habe alle Beweise dabei. Ich reichte die Besitzurkunde, Grundsteuerbescheide auf meinen Namen und die relevanten Auszüge aus dem Testament unserer Eltern.
Officer Ramirez prüfte alles sorgfältig, während Officer Jenkins sich Notizen machte. Diese Unterlagen scheinen in Ordnung zu sein, sagte Officer Ramirez schließlich. Die Immobilie ist rechtmäßig auf den Namen Madison Reynolds registriert. Allisons Gesicht verzog sich zu einer Maske des Entsetzens. Unmöglich. Ryan hat mir gesagt, das Haus gehört ihm. Alle Blicke richteten sich auf meinen Bruder, der unter dem kollektiven Blick sichtlich kleiner wurde. Ryan? Fragte Officer Jenkins. Haben Sie Ihrer Frau die Eigentumsverhältnisse falsch dargestellt? Ryans Stimme war kaum hörbar. Ich habe Ihre Annahme nicht korrigiert. Sie haben also mit der Erlaubnis Ihrer Schwester hier gewohnt, hackte Officer Jenkins nach. Ryan nickte elend. Allison explodierte. Du jämmerlicher Versager. Du hast mich glauben lassen, wir hätten Eigentum, Sicherheit. Ich habe Renovierungen geplant, jedem erzählt, das sei unser Familienhaus. Bitte senken Sie Ihre Stimme, Ma'am, sagte Officer Ramirez bestimmt. Ich senke meine Stimme nicht. Ich wurde belogen, getäuscht. Allison griff nach einer Vase vom Beistelltisch und schleuderte sie gegen die Wand, sie zerbrach in 1000 Stücke. Ma'am, trat Officer Jenkins vor, reißen Sie sich zusammen, oder wir müssen Maßnahmen ergreifen. Gegen mich? Ich bin hier das Opfer. Sie wandte sich Ryan zu, stieß ihm den Finger gegen die Brust. Du rückgratloser Wurm. Lebst von der Großzügigkeit deiner Schwester, tust aber so, als wärst du ein erfolgreicher Immobilienbesitzer. Ryan wankte zurück, sah gebrochen aus. Allison, bitte, ich kann alles erklären. Erklären? Erklären? Sie griff nach einem gerahmten Hochzeitsfoto, warf es zu Boden, das Glas zersplitterte auf dem Parkett. Genug, sagte Officer Jenkins scharf. Ma'am, beruhigen Sie sich, oder wir bringen Sie in unserem Wagen mit. Mitnehmen? Das ist mein Zuhause, schrie Allison. Sie griff nach einem weiteren zerbrechlichen Gegenstand, doch Officer Ramirez erwischte ihr Handgelenk im letzten Moment. Ma'am, rein rechtlich ist das nicht Ihr Zuhause. Und Sie zerstören Eigentum, das nicht Ihnen gehört. Genau genommen, warf ich ruhig ein, gehören die Dekorationsgegenstände Ihnen. Ich beanspruche nur das Haus selbst und ein paar Familienstücke. Officer Jenkins nickte. Nichtsdestotrotz hat MS Reynolds das Recht, jeden zum Verlassen ihres Eigentums aufzufordern. Und angesichts der Lage rate ich Ihnen dringend, sich erst einmal abzukühlen, Ma'am. Allison riss ihren Arm aus Officer Ramirez' Griff. Das ist Wahnsinn. Ihr könnt mich nicht aus meinem eigenen Haus werfen. Doch, das können wir, sagte Officer Jenkins mit Nachdruck. Sie haben zwei Möglichkeiten, Sie verlassen das Haus freiwillig, um sich zu beruhigen, oder wir nehmen Sie fest wegen Sachbeschädigung und Störung der öffentlichen Ordnung. Die Realität sickerte endlich durch den Schleier ihrer Wut. Sie sah Ryan an, der hilflos neben der Treppe stand. Dann schaute sie zu mir und schließlich zu den Polizisten. Gut, zischte sie. Ich gehe. Aber das ist noch nicht vorbei. Sie schnappte sich ihre Handtasche vom Tresen. Ryan, kommst du mit? Oder bleibst du bei deiner ach so wunderbaren Schwester? Ryan wirkte zerrissen, seine Augen huschten zwischen uns hin und her. Ich sollte mit dir gehen. Wir müssen reden. Allison stampfte zur Tür, warf mir noch einen letzten giftigen Blick zu. Viel Spaß mit deinem leeren Haus. Und dein leeres Leben, Madison. Wenigstens hatte Ryan den Mut, etwas Echtes zu versuchen, auch wenn er dafür über alles lügen musste. Die Tür knallte so heftig hinter ihnen zu, dass ein Bild von der Wand fiel. Officer Jenkins wandte sich mir mit einem mitfühlenden Blick zu. Möchten Sie Anzeige erstatten wegen der beschädigten Gegenstände, Ma'am? Ich schüttelte den Kopf, plötzlich erschöpft. Nein. Es sind nur Dinge.
Wenn ich das sagen darf, fügte Officer Ramirez hinzu, Sie haben das alles sehr ruhig und gefasst gemeistert. Nachdem die Polizisten gegangen waren, stand ich allein im stillen Haus. Umgeben von den Spuren von Alisons Wut und den Trümmern dessen, was einst ein liebevolles Zuhause gewesen war. Ich setzte mich auf das mir fremde Ledersofa und erlaubte mir endlich zu weinen. Die Stunden danach verbrachte ich schweigend, zwischen Tränen und fassungslosem Nichtbegreifen. Wie waren wir an diesen Punkt gelangt? Dieses Haus, das einst für Wärme und familiären Zusammenhalt stand, fühlte sich nun an wie ein Schlachtfeld. Ich ging von Raum zu Raum, nahm Veränderungen wahr, notierte, was fehlte. Die Küche, in der Mom uns das Backen beigebracht hatte, war jetzt steril mit glänzenden neuen Geräten. Das Arbeitszimmer, einst vollgestopft mit Büchern und dem feinen Duft seiner alten Pfeife ein Laster, das er Jahre vor seinem Tod aufgegeben hatte, dessen Aroma sich aber immer noch hartnäckig hielt, war jetzt ein seelenloses Homeoffice. Es war, als hätte Allison systematisch alle Spuren ausgelöscht, dass es die Familie Reynolds jemals gegeben hatte. Gegen Mitternacht vibrierte mein Handy, eine Nachricht von Ryan. Bin im Hotel heute Nacht. Brauche Zeit zum Nachdenken. Es tut mir leid. Ich antwortete nicht. Was hätte ich auch sagen sollen? Tut mir leid, dass du deine Frau belogen hast und sie es herausgefunden hat? Tut mir leid, dass du zugelassen hast, dass unsere Familienschätze verkauft wurden? Der Schmerz saß zu tief für eine SMS. Stattdessen ging ich nach oben in mein altes Zimmer. Allison hatte es in ein Heimfitnessstudio umgewandelt. Da, wo früher mein Bett gestanden hatte, stand nun ein Laufband. Die hellblauen Wände, die ich als Teenager ausgesucht hatte, waren jetzt grellweiß gestrichen. Ich rollte eine Yogamatte aus der Ecke aus und legte mich darauf zu emotional erschöpft, um in meine Wohnung zurückzufahren. Am nächsten Morgen hörte ich einen Schlüssel im Schloss. Mein Körper spannte sich an, war Allison für Runde 2 zurückgekehrt? Doch es war Ryan, der im Türrahmen erschien mit eingefallenen Augen. »Du hast hier geschlafen?« fragte er, als er meine improvisierte Schlafstätte sah. »Schien einfacher, als nach Hause zu fahren«, antwortete ich und setzte mich auf. »Wo ist Allison?« »Noch im Hotel«, er lehnte sich an den Türrahmen, trat aber nicht ganz in den Raum. »Sie hat mich nicht im Bett schlafen lassen. Meinte, ich hätte sie verraten. Ich bot kein Mitgefühl an. Hast du nicht?« Ryan zuckte zusammen. »Ja, nein, ich weiß es nicht.« Er ließ sich langsam an der Wand hinuntergleiten, bis er auf dem Boden saß. »Ich wollte das alles nie, Maddie. Was hast du denn gedacht, was passieren würde? Dass du niemals erwähnst, dass du das Haus gar nicht besitzt? Dass sie es nie herausfindet?« Ich dachte, er verstummte, dann versuchte er es erneut. »Als ich Allison traf, war ich ganz unten. Kein Job, keine Freundin, lebte von der Großzügigkeit meiner Schwester. Sie schien so stark, so kontrolliert. Als sie annahm, ich wäre der Besitzer dieses Hauses, fühlte es sich gut an, endlich mal als jemand wahrgenommen zu werden, der Erfolg hatte. Also hast du gelogen, um sie zu beeindrucken.« »Ich habe ihre Annahme nicht korrigiert«, erwiderte er schwach. Und dann wurde aus dieser kleinen Auslassung eine riesige Lüge. Ich stand auf. Ich musste mich bewegen. »Und was ist mit den Familienschätzen? War das Teil deines Plans, dein Erfolgsbild aufrechtzuerhalten?« Scham überzog sein Gesicht. Das war Alisons Idee. Sie meinte, wir müssten das Haus zu unserem machen, die alte Energie vertreiben. Ich habe versucht, ein paar Dinge zu retten, sie auf dem Dachboden zu verstecken. Aber sie war sehr hartnäckig. Hartnäckig, wiederholte ich. Ist das das Wort, das wir jetzt dafür benutzen? Sie ist nicht immer so wie gestern, sagte Ryan defensiv. Sie kann liebevoll sein, unterstützend. Sie hat mir geholfen,
als ich nach dem Tod von Mom und Dad nicht mal mehr aus dem Bett kam. Ich blieb am Fenster stehen und sah hinaus auf den Ahornbaum, den Dad gepflanzt hatte, als wir eingezogen waren. Hat sie dir geholfen? Oder hat sie sich jemanden gesucht, der verwundbar war und ihn von seinem Umfeld isoliert? Ryan schwieg lange. Was willst du damit sagen? Ich sage, dass du in 6 Monaten ehe deine Freunde kaum noch siehst. Dass du beim Gedenktreffen für Mom und Dad gefehlt hast. Dass du die Schlösser ausgetauscht hast. Und dass du zugelassen hast, dass unwiederbringliche Erinnerungsstücke verkauft wurden. Findest du das gesund? Es ist nicht so einfach. Allison hat Vertrauensprobleme wegen ihrer Vergangenheit. Ihr Ex-Mann, der bei einem Arbeitsunfall gestorben ist. Hast du das je überprüft? Jemanden aus ihrer Vergangenheit kennengelernt? Sein Gesichtsausdruck verriet mir die Antwort. Ryan, sagte ich sanft, setzte mich neben ihn. Wann hast du dich das letzte Mal wirklich glücklich und friedlich gefühlt mit ihr? Nicht nervös, etwas Falsches zu sagen oder auf Eierschalen zu laufen. Er starrte auf seine Hände. Ich weiß es nicht. Wir schwiegen, während das Morgenlicht den Raum füllte. Dann sprach Ryan wieder, leise. Ich vermisse sie so sehr, Maddie. Mom und Dad. Manchmal trifft es mich wie ein Schlag, dass sie wirklich weg sind. Ich weiß, flüsterte ich, und meine eigene Trauer stieg wieder in mir auf. Ich auch. Während wir in der Dachbodenkammer eine alte Kiste mit Familienfotos durchsuchten, tauschten wir einen bedeutungsschweren Blick. Ich sollte mit ihr reden, sagte er, obwohl sein Gesicht bleich wurde. Wir reden beide mit ihr, erwiderte ich entschlossen. Als Ryan die Tür öffnete und ich neben ihm stand, wechselte Alisons Gesichtsausdruck blitzschnell von Wut zu berechneter Sanftheit. Liebling, hauchte sie und ignorierte mich völlig. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Warum hast du meine Anrufe nicht beantwortet? Sie griff nach ihm, doch er wich zurück. Ich brauchte Abstand zum Nachdenken, Allison, sagte er fester als erwartet. Sie warf mir einen giftigen Blick zu. Deine Schwester hat dir sicher Lügen über mich erzählt, eigentlich kaum, entgegnete Ryan ruhig. Ich habe selbst nachgedacht, als sie ins Haus drängen wollte, hielt er sie auf. Ich bleibe hier. Fürs Erste, die Maske aus Süße fiel. Bei deiner Schwester? Wie ein Kind, das zur Mami rennt. Armselig, Familie zu brauchen ist nicht armselig, entgegnete er. Sie war für mich da ohne Bedingungen. Allison schnaubte, sie will dich kontrollieren. Schon immer neidisch auf unsere Beziehung, ich schwieg, wusste, dass Ryan seine eigenen Grenzen setzen musste. Das stimmt nicht, sagte er. Sie hat mich nie unter Druck gesetzt. Nicht mal, als ich über das Haus gelogen habe. Weil sie dich kontrollieren will, rief Allison. Doch Ryan schüttelte den Kopf. Bevor ich dich kannte, war ich wieder auf dem Weg nach oben. Jetzt bin ich isoliert, sofort änderte sie ihre Taktik, Tränen traten in ihre Augen, ihre Stimme wurde zerbrechlich. Wie kannst du das sagen? Ich war für dich da, als dich keiner wollte. Ich biss mir auf die Zunge, als Ryan sanft erwiderte, auch das stimmt nicht. Du hast mich nur glauben lassen, dass es so war, die Tränen verschwanden sofort. Sie zog einen Ordner hervor. Ich habe mit einem Anwalt gesprochen. Als deine Frau habe ich Rechte an diesem Haus. Ich überflog das Papier. Das ist kein offizielles Dokument. Das hat kein Anwalt verfasst, was weißt du schon, Madison, tatsächlich kenne ich mich mit Immobilienrecht aus und ich habe bereits einen Termin mit meiner Anwältin. Sie geriet ins Wanken. Bitte, Ryan. Komm mit. Ich liebe dich, für einen Moment sah ich Zweifel, doch dann straffte er sich, ich brauche Abstand. Das heißt nicht, dass es vorbei ist. Aber ich brauche Klarheit. Und deinen Respekt. Respekt? So wie du mich belogen hast,
das war falsch, ja. Aber dein Verhalten, das Schreien, die Polizei ist auch nicht gesund. Also bin ich jetzt schuld? Niemand sagt das, warf ich ein. Aber ihr braucht Abstand. Halt dich raus. Das geht nur uns was an, Madison bleibt, sagte Ryan ruhig. Sie ist meine Schwester. Und das hier ist ihr Haus, etwas in seinem Ton ließ Allison zurückweichen. Denk dran, ich hab auch Opfer gebracht. Und übrigens, meine Eltern kommen nächsten Monat. Die Tickets sind nicht stornierbar, nachdem sie abgefahren war, seufzte Ryan. Sie spricht nicht mal mit ihren Eltern. Alles Lüge. Am nächsten Tag traf ich mich mit meiner Anwältin, Katharine Mendez. Sie erklärte, dass ich als Eigentümerin das alleinige Wohnrecht habe, Allison habe keinerlei Ansprüche. Auch kosmetische Änderungen wie neue Möbel oder Farbe seien kein rechtlicher Anspruch. Katharine verfasste ein Schreiben mit der Bitte, Alisons Sachen binnen 2 Wochen abzuholen. Eine Räumungsklage bereitete sie vorsichtshalber vor. Ryan suchte derweil alte Kontakte und erhielt sofort Rückmeldungen. Matt will mich zum Mittagessen treffen. Seine Firma braucht Freiberufler, fantastisch. Du bist talentiert, Ryan. Und wenn Allison auftaucht, dann sieht Matt, warum du den Kontakt verloren hast. Echte Freunde verstehen das. 2 Tage später kam Ryan mit echten Aufträgen und einem Jobangebot zurück. Es fühlt sich normal an, staunte er. Abends luden wir 4 seiner Freunde zum Abendessen ein. Das Haus lebte wieder. Später sagte er, ich werde Allison um eine Trennung bitten. Ich muss herausfinden, wer ich ohne sie bin. Am nächsten Morgen schrieben wir gemeinsam eine respektvolle E-Mail. Keine Konfrontation, wie Katharine empfohlen hatte. Alisons Antwort kam prompt, du wirst es bereuen. Nach Rücksprache mit Katharine beantragten wir eine einstweilige Verfügung, die auch genehmigt wurde. 3 Tage später rief ein Nachbar an, jemand hatte versucht, durch die Hintertür einzubrechen. Ein Fenster war eingeschlagen, das Haus durchwühlt. Im Schlafzimmer hatte Allison Lügner an die Wand gesprüht. Sie hatte die Matratze aufgeschlitzt, meine Gesichter auf den letzten Familienfotos zerkratzt. Wir müssen die Polizei rufen, sagte ich, während ich mein Handy zückte. Ryan war fassungslos. Ich hätte nie gedacht, dass sie so weit gehen würde. Dank der Überwachungskameras hatten wir Beweise. Officer Ramirez kam mit einem Kollegen zurück, nahm unsere Aussage auf und sicherte das Material. Ein klarer Verstoß gegen die einstweilige Verfügung, sagte er. Wenig später wurde Allison in einer Bar verhaftet mit Farbresten an den Händen. Während Ryan mit Schuldgefühlen kämpfte, zeigte das Verfahren Alisons wahres Gesicht. Ihre Witwengeschichte war erfunden, ihre früheren Ehen endeten alle mit Gerichtsbeschlüssen. Ihr angeblich toter Ehemann lebte in Arizona ebenfalls mit Schutzverfügung. Ich hätte es merken müssen, sagte Ryan. Du warst verwundbar nach dem Tod unserer Eltern, erwiderte ich. Ryan reichte die Scheidung ein, unterstützt von Freunden und Therapie. Die Polizei fand unsere Familienerbstücke in einem Lager, das Allison gemietet hatte. Dinge, die sie als verschenkt bezeichnet hatte. Ihre Rückkehr, Papas Bücher, Mamas Schmuck, unsere Alben war wie ein Stück unserer Identität zurückzugewinnen. 6 Monate später hatten sich die Dinge verändert. Das Haus, einst Ort der Spannung, wurde wieder zu einem Zuhause. Wir renovierten gemeinsam, malten Wände in Farben, die an unsere Eltern erinnerten. Weißt du noch, wie Papa hier unsere Größe gemessen hat? Fragte Ryan. Ich fuhr über die verblassten Striche im Holz. Diese Erinnerungen schmerzten nicht mehr, sie trösteten. Ryan blühte durch die Therapie auf, bekam eine Stelle bei seiner alten Firma zurück. Kunden haben nach meiner Arbeit gefragt, sagte er stolz. Auch ich lernte, ihn loszulassen und nicht alle Probleme für ihn zu lösen. Allison akzeptierte eine Vereinbarung,
Therapie, Sozialstunden, Abstand. Glaubst du, sie bekommt Hilfe? Fragte Ryan. Ich hoffe es, sagte ich. Nicht für uns, für sie. Ich bin noch nicht bereit zu vergeben, meinte er, aber ich lerne, den Zorn loszulassen. Unsere Sonntage wurden wieder zu einem Familienritual. Alisons Chaos hatte Platz gemacht für neue Stabilität. Das Fotoalbum, die handbemalten Teller, die Tiffany-Lampe, all das kam an seinen Platz zurück. Im Frühling sprach Ryan davon, auszuziehen. Nicht, weil ich weg will. Ich muss wissen, dass ich es alleine kann. Wir saßen auf der Veranda, tranken Bourbon. Was wird aus dem Haus? Fragte er. Es gehört dir, aber es ist unser Zuhause. Vielleicht sollten wir es gemeinsam besitzen. Wir beschlossen, einen Familientrust einzurichten als Symbol unserer Verbundenheit. Ein Jahr nach Alisons Ausbruch zog Ryan in eine kleine Wohnung nahe seiner Firma. In seinem Regal standen nun unsere Familienfotos sichtbar, nicht versteckt. Du bist bereit, sagte ich. Dank dir. Nein, lächelte ich, du hast die Arbeit gemacht. Ich war nur da. Auf dem Heimweg dachte ich zurück, was als Kampf um Eigentum begann, wurde zu einer Reise der Heilung. Wir hatten gelernt, dass Liebe Selbstachtung braucht, dass Hilfe nicht Kontrolle bedeutet und dass Ehrlichkeit das stärkste Fundament ist. Das Haus empfing mich warm. Es war ruhiger, aber niemals leer. Ich hob ein Glas auf das Familienfoto über dem Kamin. Wir haben es geschafft, flüsterte ich. Und ich wusste, dass unsere Eltern stolz auf uns wären.